Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zurück bei Dankecast Deutsch. Mein Name ist Henry und ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Sehr, sehr freue ich mich. Heute haben wir ein Thema für euch, das wirklich viele von euch interessiert. Ein Thema, über das viele Menschen sprechen, diskutieren und nachdenken. Ein Thema, das im Alltag sehr wichtig ist. Die große Frage lautet: Sollen wir mieten oder sollen wir ein Haus kaufen? Das ist wirklich eine große Frage, eine sehr große Frage, die viele Menschen stellen. Hallo zusammen, ich bin Emilia und ich bin so glücklich, dass ich wieder bei Dankecast Deutsch bin. Ja, Henry hat recht, dieses Thema ist absolut wichtig. Mieten oder kaufen? Das ist eine Frage, die viele Menschen stellen. Jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr stellen sich Menschen diese Frage. Viele denken: Warum zahle ich Miete für etwas, das mir nicht gehört? Andere denken: Ich kann mir kein Haus leisten. Noch andere sind unsicher und verwirrt. Das ist kompliziert, ja, aber wir werden es heute zusammen besprechen und versuchen zu erklären, damit es Sinn macht. Also Emilia, ich möchte dich zuerst fragen, denn ich bin neugierig. Wo wohnst du jetzt? Was ist deine aktuelle Lebenssituation? Mietest du eine Wohnung oder besitzt du vielleicht schon ein Haus? Erzähl mir davon. Ich miete derzeit eine kleine, aber sehr schöne Wohnung in der Stadtmitte. Die Lage ist perfekt für meinen Alltag. Es ist sehr praktisch und bequem, weil ich zu Fuß zur Arbeit gehen kann. Das spart mir viel Zeit und auch viel Geld für den Transport, für die Bahn oder das Auto. Morgens stehe ich auf, ich trinke Kaffee und dann gehe ich zu Fuß zur Arbeit. Es ist wunderbar, aber ich denke sehr oft, wirklich sehr oft: Warum zahle ich jeden Monat dieses Geld nicht lieber für etwas, das mir wirklich gehört? Warum zahle ich für etwas, das der Vermieter besitzt? Das ist mein Gedanke jeden Monat. Jedes Mal, wenn die Miete fällig ist, denke ich darüber nach. Es ist frustrierend manchmal. Ja, das verstehe ich sehr gut. Das ist ein sehr gutes Gefühl und eine sehr verständliche Frage. Ich kaufe gerade ein Haus mit meiner Familie. Meine Frau und ich, wir haben lange überlegt. Wir haben Jahre überlegt und diskutiert. Mieten oder kaufen? Was ist richtig für uns? Was ist das Beste für unsere Familie? Und am Ende, nach vielem Nachdenken, haben wir entschieden, dass wir kaufen wollen. Wir wollen unser eigenes Haus haben. Wir wollen einen Ort haben, der uns gehört. Aber ich sage dir ehrlich und offen, es ist nicht einfach, überhaupt nicht einfach. Es war sehr schwierig und kompliziert. Was war der schwierigste Teil für dich, Henry? Ist es der Preis? Ist es die Verantwortung? Was hat dir am meisten Kopfzerbrechen bereitet? Was war am schwierigsten? Oh je, die schwierigsten Teile. Es gibt nicht nur einen schwierigen Teil, es gibt viele. Aber das erste und größte Problem ist definitiv das Geld. Das ist ganz klar. Ein Haus kostet sehr viel Geld. Im Ernst, ein Haus ist teuer. In Deutschland bezahlen wir sehr hohe Preise für Eigenheime. Es ist wirklich teuer, verdammt teuer. Meine Frau und ich, wir brauchten einen großen Kredit von der Bank. Es war ein großes Darlehen. Das war stressig, ja, der ganze Prozess mit der Bank war stressig. Viele Dokumente, viele Fragen, viele Bedingungen und Regeln. Aber ich denke wirklich mit voller Überzeugung, dass es sich langfristig lohnt. Das glaube ich. Ja, das macht Sinn, das verstehe ich, aber ich denke auch an Folgendes. Wenn ich miete, habe ich weniger Verantwortung. Das ist wichtig für mich. Wenn etwas kaputt geht, wenn die Heizung nicht funktioniert, wenn das Dach leckt, wenn ein Fenster zerbricht, rufe ich den Vermieter an. Ich sage einfach: Hallo, das ist kaputt, bitte reparieren Sie das. Und dann repariert er es. Fertig. Das Problem ist gelöst. Ich muss nicht selbst reparieren, ich muss nicht so viel denken oder Geld ausgeben. Das ist absolut wahr, Emilia. Das ist ein großer Vorteil vom Mieten. Du hast recht. Aber wenn du kaufst, wenn du ein Haus besitzt, dann ist das dein Haus. Das ist dein Eigentum. Es gehört dir. Niemand kann dir sagen, du musst ausziehen. Niemand kann dir Regeln aufzwingen. Du kannst es renovieren und gestalten, wie du möchtest. Du kannst die Wände streichen in jeder Farbe, die du liebst. Du kannst neue Fenster einbauen, wenn du möchtest. Du kannst neue Türen kaufen und installieren. Du kannst den Garten so gestalten, wie du es willst. Du kannst einen Pool bauen, wenn du Platz hast. Es ist dein Reich, deine Freiheit.
Das ist auch sehr verlockend und interessant. Das würde mir gefallen. Ich liebe Farben, ich bin kreativ, ich liebe Design, aber in meiner aktuellen Wohnung kann ich nicht viel machen. Die Wände sind weiß und noch weißer und noch weißer. Überall weiß. Ich möchte meine Wohnung gerne neu gestalten. Ich möchte Kunst an die Wände hängen. Ich möchte Farbe. Ich möchte eine schöne, persönliche Atmosphäre. Aber der Vermieter sagt immer, nein, das geht nicht. Nein, das ist nicht erlaubt. Das darfst du nicht machen. Das frustriert mich manchmal sehr. Es frustriert mich wirklich. Genau das meine ich. Das ist genau der Punkt. Bei einem Eigenheim bist du frei, du bist wirklich frei. Du machst deine eigenen Regeln. Dein Haus, deine Entscheidungen, deine Welt. Das ist ein großer psychologischer Vorteil. Aber es kostet auch viel Zeit und viel Energie. Die Kehrseite der Medaille. Du musst dich um die Hauswartung kümmern. Du musst die Heizung warten und überprüfen. Du musst das Dach überprüfen. Du musst den Garten machen und pflegen. Wenn ein Fenster kaputt ist, musst du es reparieren oder einen Handwerker bezahlen. Es ist viel Arbeit, viel Verantwortung. Oder wenn du nicht handwerklich talentiert bist, wenn du dich damit nicht auskennst, musst du jemanden bezahlen, der es macht. Das ist teuer, sehr teuer. Und wie lange wohnst du schon in deinem neuen Haus oder wohnst du noch nicht darin? Nein, ich wohne noch nicht darin, noch nicht. Wir ziehen nächsten Monat ein. Ich bin nervös und glücklich gleichzeitig. Das ist eine komische, gemischte Gefühl. Es ist surreal. Meine Frau und ich, wir haben 10 Jahre lang gespart für das Haus. Ganze 10 Jahre. Das ist lange, das ist wirklich lange. Wir haben immer auf unser Ziel hingearbeitet. Jeden Monat, jeden Tag haben wir an unser Ziel gedacht. 10 Jahre ist lange, nicht wahr? Das ist sehr lange. Das ist wirklich eine sehr lange Zeit. 10 Jahre. Wow, das ist beeindruckend. Ich muss sagen, das ist beeindruckend. Aber jetzt habt ihr endlich euer Ziel erreicht. Ihr habt es geschafft. Das ist fantastisch. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist wirklich ein großer Erfolg. Danke, Emilia. Das bedeutet mir viel. Es war sehr hart. Ich muss das sagen, es war hart. Wir haben auf viele Dinge verzichtet, viele Dinge. Wir sind nicht oft in den Urlaub gefahren. Wir haben nicht viele teure Dinge gekauft. Wir sind nicht in teure Restaurants gegangen und haben nicht viel Geld für Freizeit ausgegeben. Wir haben Geld gespart und gespart und gespart. Es war manchmal schwierig, psychologisch schwierig. Manchmal war ich deprimiert oder frustriert. Aber jetzt haben wir unser Eigenheim. Das war unser Traum. Das war der Grund, warum wir so lange gespart haben. Und denkst du, es war die ganze Mühe wert? Bereust du die Entscheidung überhaupt? Ja, definitiv. Ich bereue die Entscheidung nicht. Nicht für eine Sekunde. Nicht für einen Moment. Mein Kind wird in unserem Haus aufwachsen. Das ist sehr wichtig für mich. Ich möchte, dass mein Kind einen stabilen Ort hat. Ein sicherer Ort. Ein Zuhause, das wirklich unser Zuhause ist. Ein Ort, an dem wir als Familie zusammen sind. Und später, wenn meine Frau und ich älter werden, wenn wir alt sind, haben wir noch unser Haus. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit und Frieden. Das ist unbezahlbar. Wirklich, das ist unbezahlbar. Das verstehe ich sehr gut. Der Familienaspekt ist sehr wichtig. Das kann ich sehen und verstehen. Das ist bedeutsam. Aber für Singles wie ich, für alleinstehende Menschen wie mich ist die Situation anders, oder? Das Leben für mich ist anders als für eine Familie, ja? Ja, für Singles kann es schwieriger sein. Das ist wahr. Ja, das ist wahr. Wenn du alleine bist, wenn du keine Familie hast, wenn du allein lebst, musst du alles selbst bezahlen. Die ganze Hypothek, die gesamte Hausverantwortung, alles alleine. Das ist deine Verantwortung. Ein Haus ist sehr teuer für eine Person allein. Das ist eine große Belastung, ein großes finanzielles Risiko. Das ist schwierig. Aber wenn du langfristig denkst, wenn du 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre vorausdenkst, kann es sich trotzdem lohnen. Das glaube ich. Du könntest ein kleineres Haus kaufen oder eine kleine praktische Wohnung. Nicht so groß, nicht so teuer, sondern klein, praktisch und bezahlbar. Das ist wahr. Das ist ein guter und praktischer Gedanke. Ich denke oft, in 5 Jahren will ich vielleicht kaufen. Vielleicht kaufe ich eine kleine Wohnung mit einem kleinen Garten. Das wäre schön.
Das wäre mein Traum. Aber jetzt im Moment miete ich gerne und bin glücklich damit. Ich bin jung, ich bin 35 Jahre alt und ich möchte flexibel sein. Ich möchte frei sein. Ich möchte die Freiheit haben. Wenn mein Job mich in eine andere Stadt bringt, wenn eine bessere Chance in einer anderen Stadt auftaucht, kann ich einfach ausziehen. Ich bin nicht gefesselt an einen Ort. Das ist ein gutes Argument. Das ist ein sehr gutes und wichtiges Argument. Flexibilität ist absolut wichtig, wenn du jung bist und du deine Karriere aufbaust und entwickelst. Mieten gibt dir diese Freiheit, die Fähigkeit zu umziehen und neue Chancen zu ergreifen. Das ist wertvoll, das ist bedeutsam. Aber denk dran, und das ist wichtig. Wenn du viel umziehst, wenn du alle 2 Jahre umziehst oder alle 3 Jahre, zahlst du immer wieder Maklergebühren und Umzugskosten. Das kostet auch viel Geld. Das summiert sich auf. Es ist keine kleine Summe. Oh, das habe ich nicht wirklich überlegt. Das ist ein guter und wichtiger Punkt. Also, wenn ich 5 Jahre lang alle 2 Jahre umziehe, 3-mal in 5 Jahren, bezahle ich viel Geld für Makler- und Umzugskosten. Das ist teuer. Ja, genau. Und auch denk an Folgendes. Jedes Mal, wenn du umziehst, zahlst du eine neue Kaution an den neuen Vermieter. Das ist eine große Summe Geld. Das ist Geld, das du im Moment nicht hast. Du bezahlst neue Nebenkostengebühren. Du musst neue Versicherungen kaufen und abschließen. Du brauchst neue Stromverträge, neue Gasverträge, neue Internetverträge. Du musst dich registrieren bei der neuen Stadt, dich anmelden. Es addiert sich, glaub mir. Das ist viel Bürokratie und viel Kosten. Es ist nicht einfach. Das ist kompliziert. Das ist wirklich kompliziert. Ich habe nicht an alle diese Details gedacht. Also mieten ist nicht immer billiger als kaufen. Das ist interessant und überraschend. Nein, nicht unbedingt. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Viele Menschen denken, Mieten ist billiger, Mieten ist einfacher, Mieten ist die bessere Wahl. Aber nicht immer. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Das ist nur die halbe Geschichte. Schau, wenn du kaufst, zahlst du eine Hypothek jeden Monat. Das ist wie eine Miete, ja ähnlich wie Miete, aber am Ende, nach 30 Jahren oder so, gehört das Haus dir komplett. Das Haus ist bezahlt. Es ist dein Eigentum. Wenn du mietest, zahlst du Miete jeden Monat, aber am Ende, nach 30 Jahren, hast du nichts. Das Geld ist weg. Komplett weg und verloren. Du hast keinen Besitz, du hast keine Investition. Das ist der große Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Das ist wirklich ein großer und fundamentaler Unterschied. Also beim Kaufen baust du Vermögen auf, du baust etwas auf, du investierst in etwas. Ja, genau. Das ist es. Das ist der größte Vorteil vom Kaufen. Das ist der Kern, der absolut wichtige Kern des Ganzen. Jede Hypothekzahlung, jede einzelne Zahlung, die du machst, macht dein Eigenkapital größer. Dein Eigenkapital wächst. Jeden Monat, wenn du zahlst, wächst dein Besitz, dein Vermögen. Das ist nicht verlorenes Geld. Es ist nicht weg. Es ist investiert in etwas, das dir gehört. Es ist dein Kapital. Nach 30 Jahren zahlst du deine gesamte Hypothek ab. Fertig und komplett bezahlt. Dann gehört dir das Haus ganz und gar. Keine Miete mehr, keine Zahlungen mehr. Das ist wahre Freiheit. Das ist finanzielle Freiheit. Aber bei mir, wenn ich miete, zahle ich nur Miete jeden Monat. Für immer und ewig. Das ist ein großer und fundamentaler Unterschied langfristig. Ein sehr großer Unterschied. Wow. Ja, das ist sehr wichtig zu verstehen. Das ist ein wichtiges und fundamentales Konzept. Ich sehe das jetzt. Aber Henry, ich habe noch eine Frage. Was ist mit Zinsen? Wenn du einen Kredit bei der Bank nimmst, zahlst du nicht auch Zinsen obendrauf? Das macht alles noch teurer, oder? Das erhöht die Kosten? Oh ja, gute Frage. Die Zinsen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Das ist der Preis für den Kredit von der Bank. Die Bank sagt, ich gebe dir Geld heute, aber du musst mir mehr zurückgeben über die Zeit. Du musst mir Zinsen zahlen. Das ist so. Das ist wie Banken Geld verdienen. Wenn die Zinsen niedrig sind, zum Beispiel 2% oder 3%, dann ist es sehr günstig, sehr attraktiv für den Käufer. Aber wenn die Zinsen hoch sind, zum Beispiel 5 oder 6% oder noch höher, zahlst du viel extra über die Zeit. Das ist teuer, sehr teuer. In letzter Zeit, in den letzten Monaten und Jahren, sind die Zinsen gestiegen.
Die Zentralbank hat die Zinsen erhöht. Das macht Hauskaufen sehr teuer, sehr schwierig und für viele Menschen unmöglich. Ja, ich habe davon gelesen in den Nachrichten und in den Medien. Die Zinsen sind jetzt nicht mehr so niedrig wie früher. Das ist ein großer Grund, warum weniger Menschen Häuser kaufen jetzt in Deutschland. Weniger Menschen können es sich leisten. Es ist traurig. Genau. Meine Frau und ich, wir hatten Glück, wir haben unseren Kredit und unsere Hypothek bekommen, bevor die Zinsen sehr hoch wurden. Wir waren rechtzeitig. Wir waren im richtigen Moment am richtigen Ort, aber viele junge Paare, viele junge Menschen, viele Familien, sie können sich jetzt kein Haus leisten. Es ist zu teuer für sie. Das ist traurig, das ist unfair für junge Menschen, es ist ungerecht. Das ist wirklich schwierig und unfair für die junge Generation. Ich denke oft darüber nach und bin manchmal deprimiert davon. Also, für dich und mich, für uns beide, was ist die richtige Wahl? Gibt es eine richtige Wahl? Mieten oder kaufen? Gibt es eine einfache Antwort? Gibt es eine universelle Antwort? Das kommt auf deine individuelle Situation an, Emilia. Das ist die Wahrheit, das ist die ehrliche Antwort. Es gibt keine einfache oder magische Antwort, die für alle Menschen richtig ist. Es gibt keine universelle Lösung. Lass mich erklären, was ich meine. Bitte ja, erklär mir das. Ich möchte verstehen. Wenn du lange in einer Stadt bleiben willst, wenn du planen, lange dort zu leben, vielleicht dein ganzes Leben, wenn du eine Familie hast oder planen, eine Familie zu gründen in Zukunft, dann ist Kaufen wahrscheinlich die beste Wahl für dich. Das ist meine Meinung. Du baust Vermögen auf, du hast finanzielle Sicherheit und Stabilität, dein Kind oder deine Kinder wachsen in einem stabilen Zuhause auf. Einem Zuhause, das dir gehört. Das ist wertvoll. Das ist sehr wertvoll. Und wenn ich jung bin, flexibel sein möchte und ich bin nicht sicher, ob ich lange in einer Stadt bleiben möchte, was ist dann richtig? Dann ist Mieten die bessere Wahl für dich. Das ist meine Empfehlung. Mit Mieten, du bist flexibel, du bist frei. Du kannst eine Stadt verlassen, ohne große Probleme oder finanzielle Strafen. Du brauchst dich nicht um Wartung und Reparaturen und Renovierungen zu kümmern. Das ist nicht deine Verantwortung. Jemand anderes, der Vermieter, kümmert sich darum. Und psychologisch, emotional, es ist weniger stressig. Es gibt weniger psychologischen Druck, weniger Verantwortung auf deinen Schultern, weniger Angst. Das fühlt sich schon besser an. Weniger Stress, mehr Freiheit, mehr Flexibilität. Ich könnte mir das Leben vorstellen. Das klingt angenehm. Aber Emilia, hier ist das Wichtigste, das Allerwichtigste, das ich dir sagen möchte. Wenn du eines Tages kaufen möchtest, wenn das dein Ziel ist in der Zukunft, dann musst du jetzt anfangen zu sparen. Du musst jetzt anfangen. Nicht morgen, nicht nächsten Monat, jetzt. Je früher du sparst, desto eher kannst du kaufen. Geld auf der Bank, das ist die Grundlage. Das ist das Fundament. Das ist essentiell und grundlegend. Du hast recht. Das ist wirklich wahr. Das ist logisch. Ich sollte einen Plan machen. Einen richtigen, realistischen Plan für die Zukunft. Sparen für die Zukunft. Das ist wichtig, sehr wichtig. Vielleicht beginne ich nächsten Monat oder sogar nächste Woche. Ja, das ist gut. Und jetzt möchte ich euch alle fragen, liebe Zuschauer und liebe Deutschlerner, die ihr uns zuhört. Was macht ihr? Mietet ihr eine Wohnung oder besitzt ihr ein Haus? Schreibt in die Kommentare. Ich möchte eure Antwort wirklich lesen. Was sind eure Gedanken? Habt ihr diese Entscheidung auch getroffen? Seid ihr glücklich mit eurer Entscheidung? Bereut ihr sie? Ja, bitte, schreibt eure Meinung und eure Geschichte in die Kommentare. Wir wollen von euch hören. Mieten oder kaufen? Was ist eure Erfahrung? Habt ihr ein Haus gekauft und es später bereut? Oder mietet ihr gerne und seid glücklich damit und zufrieden? Erzählt uns eure Geschichte, eure eigene persönliche Geschichte, eure Erfahrungen. Und wenn ihr Deutsch lernt, versucht bitte, eure Antwort auf Deutsch zu schreiben. Das ist gutes Trainieren, das ist praktisch, das hilft euch beim Deutschlernen, das hilft euch besser Deutsch zu sprechen und zu schreiben. Schreibt auf Deutsch. Genau. Okay, Emilia, lass mich noch eine wichtige Sache sagen, bevor wir enden. Beide Entscheidungen sind okay, das möchte ich sehr deutlich sagen, das möchte ich betonen. Es gibt kein absolutes richtig oder absolutes falsch. Es gibt kein Recht und Unrecht. Mieten ist okay, kaufen ist okay. Jeder Mensch hat eine andere Situation. Jeder Mensch hat andere Ziele, andere Träume, andere Prioritäten.
Jeder Mensch hat eine andere Lebenssituation. Das stimmt absolut. Das stimmt 100%. Es ist sehr persönlich und individuell. Dein Leben ist nicht mein Leben. Deine Situation ist nicht meine Situation. Deine Prioritäten sind nicht meine Prioritäten. Deshalb muss jeder selbst entscheiden, was richtig ist. Für dich, für deine Familie, für dein eigenes Leben. Du kennst deine Situation am besten. Richtig, absolut richtig. Aber du solltest die Unterschiede kennen. Das ist wichtig, sehr wichtig. Du solltest die Fakten kennen und verstehen. Du solltest informiert sein. Wir haben heute darüber geredet. Die Kosten, die Freiheit, die Sicherheit, die Flexibilität, die Vermögensbildung. All das spielt eine Rolle. All das ist wichtig und relevant. Und die psychologischen Aspekte auch. Das ist auch sehr wichtig. Wenn du nervös bist, wenn du viel Stress hast mit großen Schulden, wenn dich das ängstigt und deprimiert, ist Mieten vielleicht besser für dein Wohlbefinden, für deine mentale Gesundheit, für deine psychische Stabilität. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Deine mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie dein Geld. Vielleicht noch wichtiger. Wenn dich ein Hauskredit jeden Tag stresst, wenn du nicht schlafen kannst nachts, wenn du dir Sorgen machst, wenn du angespannt bist, dann kaufe kein Haus. Bleib beim Mieten. Kümmere dich um dich selbst. Deine Gesundheit ist wichtig. Und wenn du nachts wach liegst und denkst, ich wünsche mir mein eigenes Haus, ich wünsche mir einen Ort, der mir gehört, ich möchte ein Zuhause, das wirklich meines ist, dann ist vielleicht Kaufen das Richtige für dich. Dann solltest du es versuchen, dann solltest du dafür arbeiten. Genau so ist es. Das ist genau richtig. Höre auf dein Herz, aber denk auch mit dem Kopf. Das ist die Balance. Das ist die Lösung. Das ist die beste Strategie. Ich liebe diese Zusammenfassung. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Das ist hilfreich. Okay, liebe Zuschauer und liebe Deutschlerner, wir hoffen sehr, dass dieses Video dir geholfen hat, dass es dir nützlich war. Die Entscheidung zwischen Mieten und Kaufen ist wichtig, eine große Entscheidung im Leben. Eine Lebensentscheidung. Denk über deine Situation nach, schreib uns in den Kommentaren und vergiss nicht, abonniert unseren Kanal für mehr deutsche Lektionen und Dialoge. Neue Videos jede Woche. Ja, bitte, abonniert Dankecast Deutsch. Das ist wichtig. Wir machen jede Woche neue Videos für euch. Neue Themen, neue Dialoge, neue deutsche Wörter. Alles auf einfachem, verständlichem Deutsch. Speziell für euch, die Deutsch lernen. Für Deutschlerner wie euch. Und wenn ihr Fragen habt, Fragen über das Thema oder Fragen über die Sprache oder die Wörter, fragt in den Kommentaren. Wir lesen alles und antworten gerne. Eure Fragen helfen uns, bessere Videos zu machen. Bessere und informativere Videos für euch. Wir schätzen euer Feedback. Danke, dass ihr heute mit uns bei Dankecast Deutsch wart. Danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit, danke, dass ihr zuhört. Bis bald, Freunde. Aber warte, Henry, ich habe noch mehr Fragen. Es gibt noch mehr Details, über die wir sprechen sollten. Ja, Emilia, du hast recht. Es gibt noch viel zu besprechen. Das Thema ist sehr komplex und umfassend. Lass mich einige zusätzliche wichtige Punkte erklären. Zum Beispiel, was ist mit den Steuern, was ist mit Grundsteuer und Haushaltssteuer? Oh je, ja, die Steuern. Das ist auch sehr wichtig zu verstehen. Wenn du ein Haus besitzt, musst du Grundsteuer zahlen. Das ist eine Steuer, die du jedes Jahr zahlst an die Gemeinde. Der Betrag ist verschieden, je nach Lage und Größe des Hauses. Das ist eine zusätzliche Ausgabe, die du berücksichtigen musst. Das ist nicht nur die Hypothek. Es gibt auch Versicherungen. Du brauchst eine Hausversicherung. Das kostet auch Geld. Und wenn du ein Haus besitzt, du musst dich um die Instandhaltung kümmern. Das kostet Geld. Das ist ein Budget, das du planen musst. Das verstehe ich. Das sind also versteckte Kosten beim Hauskauf? Genau. Das sind versteckte oder zusätzliche Kosten. Viele Menschen denken nur an die Hypothek, aber die Hypothek ist nicht alles. Es gibt noch viele andere Kosten. Wartungskosten, Reparaturkosten, Versicherungen, Steuern. All das summiert sich auf. Das ist wichtig zu wissen. Und wenn ich miete, gibt es solche Kosten? Naja, nicht ganz. Wenn du mietest, zahlst du die Miete, aber die Versicherung für das Gebäude zahlt der Vermieter. Die Wartung zahlt der Vermieter, aber du bezahlst Nebenkosten. Das sind Kosten für Heizung, Wasser, Müll, das ist alles in den Nebenkosten. Das ist normalerweise in der Miete enthalten oder separat, aber es ist weniger Verantwortung für dich. Also Mieten ist einfacher in dieser Hinsicht? Ja, es ist einfacher und weniger stressig, ja.
Aber Henry, ich möchte noch mehr über die langfristige Perspektive wissen. Wenn ich 60 Jahre alt bin, was ist besser, Miete oder Kauf? Das ist eine großartige Frage. Wenn du 60 Jahre alt bist und du hast dein Haus komplett bezahlt, dann hast du keine Hypothek mehr, keine monatliche Zahlung. Du bist frei. Und das Haus ist wertvoll. Es ist eine Investition. Du kannst es verkaufen, wenn du möchtest. Das Geld geht dann in deine Rente. Das ist wichtig. Aber wenn du mietest, wenn du 60 Jahre alt bist, musst du immer noch Miete zahlen. Jede Rente geht für Miete. Das kann schwierig sein, wenn deine Rente nicht so groß ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Das bedeutet, dass Kaufen besser für die Zukunft ist? Langfristig, ja. Langfristig ist Kaufen ein besseres Investment. Das ist wahr. Aber das ist auch der Grund, warum man früh anfangen muss zu sparen und zu planen. Und was ist mit Wohnungspreisen? Steigen die Preise, werden Häuser teurer? Ja, historisch sind Häuser teurer geworden. Die Preise sind gestiegen im Laufe der Jahre. Das ist in der Vergangenheit so gewesen. Aber es ist nicht garantiert. Die Preise können auch fallen. Das ist möglich. Aber insgesamt, wenn man lange denkt, haben Häuser an Wert gewonnen. Das ist eine Investition. Interessant. Also ist ein Haus auch eine finanzielle Investition? Ja, ein Haus ist nicht nur ein Zuhause. Es ist auch eine Investition. Es ist Vermögen. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist einer der großen Unterschiede zwischen Mieten und Kaufen. Beim Kaufen baust du Vermögen auf. Beim Mieten baust du Vermögen nicht auf. Das ist wirklich ein großer Vorteil des Kaufens. Das verstehe ich jetzt besser. Ja, es ist ein großer Vorteil. Aber es braucht Zeit und Geduld. Es ist nicht schnell. Es ist ein langfristiges Spiel. Und was ist mit Menschen, die nicht viel Geld haben? Was ist mit armen Menschen? Das ist eine gute und wichtige Frage. Für arme Menschen ist es schwierig, ein Haus zu kaufen. Sie haben nicht das Geld für die Kaution oder die ersten Zahlungen. Sie haben nicht die Stabilität für einen Kredit. Für sie ist Mieten oft die einzige Option. Das ist unfair, aber es ist die Realität. Es ist ein großes Problem in der Gesellschaft. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Ja, es ist traurig. Deshalb gibt es Programme und Initiativen, um armen Menschen zu helfen. Verschiedene Darlehen, Zuschüsse, soziale Programme. In Deutschland gibt es solche Programme, aber es ist immer noch schwierig. Okay, und was ist mit dem Immobilienmarkt? Ich höre viel in den Nachrichten, dass der Markt instabil ist. Ja, der Immobilienmarkt kann instabil sein. Die Preise können steigen und fallen. Wenn die Wirtschaft gut ist, steigen die Preise. Wenn es eine Krise gibt, fallen die Preise. Das ist risky, aber es ist auch eine Chance. Wenn die Preise fallen, ist es ein guter Zeitpunkt zu kaufen. Wenn die Preise steigen, kann man mit Gewinn verkaufen. Das verstehe ich, das ist kompliziert. Ja, es ist kompliziert. Der Markt ist kompliziert, deshalb ist es wichtig, informiert zu sein. Deshalb ist es wichtig, Beratung von Experten zu holen. Das ist klug. Also sollte man einen Immobilienmakler oder einen Finanzberater fragen? Ja, definitiv. Ein guter Makler kann dir helfen, ein Finanzberater auch. Sie kennen den Markt, sie können dir Ratschläge geben. Das ist wichtig. Aber du musst auch selbst recherchieren. Du musst selbst denken. Du darfst nicht blind vertrauen. Du musst aktiv sein. Das ist ein guter Rat, selbst denken und recherchieren. Ja, das ist wichtig. Du musst deine Entscheidung selbst treffen. Es ist dein Leben. Es ist deine Zukunft. Okay, Henry, ich denke, ich habe viel gelernt heute. Vielen Dank. Das ist gerne geschehen, Emilia. Es war ein großes Vergnügen, mit dir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Ja, es war sehr informativ. Ich hoffe, unsere Zuschauer haben auch gelernt. Ja, ich hoffe auch. Liebe Zuschauer, ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch. Wir haben viel über Mieten und Kaufen diskutiert. Wir haben Vorteile und Nachteile besprochen. Wir haben die Finanzaspekte erklärt. Wir haben auch emotional darüber gesprochen. Und wir haben betont, dass es keine perfekte Antwort gibt. Es kommt auf deine Situation an, es kommt auf deine Ziele an, es kommt auf deine Träume an. Genau. Also, liebe Zuschauer, überlegt genau. Denkt über eure Zukunft nach, macht einen Plan. Und wenn ihr bereit seid, macht eure Entscheidung, mieten oder kaufen. Beide sind okay. Ja, und schreibt uns in die Kommentare, was ihr denkt. Erzählt uns eure Geschichte, eure Meinung. Wir wollen hören. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen zusammen. Und viel Erfolg beim Deutschlernen. Viel Erfolg auf eurer Deutschlandreise.
Viel Erfolg in eurer Zukunft. Tschüss.